Spieltag Nummer 2 der noch jungen Bundesliga-Saison steht vor der Tür. Es geht heute los mit Union gegen Aufsteiger St. Pauli. Union zum Auftakt bei Mainz. Haben 1:1 gespielt, haben erst zurückgelegen, schönes Freistoßtor von Amiri und dann haben sie noch den Ausgleich geschafft. St. Pauli auf der anderen Seite zu Hause gegen Heidenheim gar nicht so schlecht gespielt, aber dann am Ende durch Paul Wanner und ich glaube noch nach einer Ecke dann 2 Tore bekommen. Also St. Pauli schon ein bisschen unter Zugzwang, unter Druck, wenn man so möchte, aber an den ersten Spieltagen, das kann man noch nicht so seriös bewerten. Wenn so 5, 6 Spieltage mal gespielt sind, dann sieht man auch so eine leichte Tendenz, wo das eventuell hinführen könnte für die ein oder andere Mannschaft. Jetzt am zweiten Spieltag wäre St. Pauli natürlich gut beraten, mal einen Punkt zu holen oder zu gewinnen. Ich glaube aber, dass Union das zu Hause macht. Die werden sich da auch ganz knapp gegen St. Pauli durchsetzen. Und zwar mache ich hier ein 1:0. So viele Tore werde ich nicht tippen oder beziehungsweise die Differenz, weil ich auch immer gucken muss, dass ich auch 3 Punkte eventuell bekomme, wenn das dementsprechende Ergebnis dann dasteht. Aber vielleicht wird es auch ein Unentschieden. Ich könnte mir das auch als 0:0-Partie vorstellen oder 1:1, aber ich tippe mal um Union auf Sieg. Am Samstag starten wir dann rein mit Stuttgart gegen Mainz. Die Stuttgarter überraschend, für mich auch, in Freiburg mit der Niederlage gestartet. Unter der Woche jetzt im Pokal souverän in Münster weitergekommen. Jetzt die Champions League Auslosung hat ja auch schon stattgefunden. Also findet heute statt, Stand der Aufnahme. Ich weiß noch nicht, gegen wen sie spielen. Aber ihr dann schon, wenn das Video draußen ist. Wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant mit dieser neuen Ligaphase und hast du nicht gesehen. Und Mainz, wie gerade schon gesagt, gegen Union 1:1. Die könnten natürlich auch in Stuttgart eine gute Rolle spielen. Die Stuttgarter stehen ein bisschen unter Zugzwang, von denen wird auch viel erwartet. Ja, ich habe sie nicht so hoch eingeschätzt, aber viele Experten tippen so unter die ersten 5. Platz 6, glaube ich, 7. Und bei mir sind sie halt irgendwie 9. oder 10. oder auf dem 8. Platz gewesen in der Prediction. So, aber Stuttgart, die machen das zu Hause, die gewinnen. Und zwar gewinnen die hier 2-0 oder 1. Wir machen mal ein 2:1. So Nito nagelfest sind alle Verteidigungen noch nicht und deswegen gehe ich mal davon aus, dass Mainz auch ein Tor schießt, also 2:1 für Stuttgart. Aufsteiger Nummer 2, Holstein Kiel mit dem ersten Heimspiel ihrer Bundesliga-Geschichte gegen den VfL Wolfsburg, die zu Hause gegen die Bayern, besonders in der zweiten Halbzeit eigentlich relativ gut aufgeholt haben, dann noch 3:2 verloren haben. Kiel hat in Hoffenheim auch nicht schlecht gespielt, haben dann knapp 3:2 verloren, haben noch mal ein bisschen was aufgeholt und jetzt ist natürlich die Frage, zu Hause gegen Wolfsburg, der erste Bundesliga-Sieg oder nicht? Oder gegen die Eintracht dann? Spätestens dann gegen die Eintracht ist der erste Bundesliga-Sieg fällig. Vielleicht ja schon gegen Wolfsburg. Ich glaube es eher nicht. Ich mache ja auch mal ein 1:3. Ja, da mal 2 Tore Differenz. Da gibt es ja dann immer 3 Punkte, wenn die Differenz stimmt. Von daher schaue ich, dass ich nicht so hohe Torabstände mache. Aber da könnte ich es mir durchaus vorstellen, dass Wolfsburg da ein bisschen höher gewinnt. Von daher 3:1. Sieg in Kiel. Bochum gegen Gladbach. Auch ein Duell. 2 Mannschaften, die am ersten Spieltag verloren haben. Gladbach zu Hause bis zur 100. Minute oder so gegen Leverkusen in Unentschieden gehalten. Bochum hat in Leipzig auch nur 1:0 verloren. Hat mich auch ein bisschen überrascht. Da hatte ich auch Leipzig 4:0 auf Sieg getippt. Ja, bei Leipzig, da läuft es wohl auch noch nicht so rund. Gladbach hat gut aufgeholt gegen Leverkusen. Und ich glaube vor allem halt Stöger und Kleindienst. Das habe ich auch in der Prediction gesagt. Das sind wirklich 2 Leute, die das Spiel der Gladbacher verändern werden. Gerade in der Offensive Stöger, wie ich finde, mit einer der besten Mittelfeldspieler der letzten Saison gewesen, der hat eine super Übersicht, der hat einen super linken Fuß, der spielt super Bälle in die Tiefe, die kommen auch noch an. Gute Standardsituationen sind auch noch mit dabei. Und vorne Kleindienst ist einfach ein Torjäger, wie er im Buche steht. Und von daher glaube ich, da an einen Sieg in Bochum, obwohl man in Bochum auch nicht so gerne spielt, gerade am Anfang der Saison. Ich mache da auch wieder ein knappes Ergebnis. Ich mache hier ein 2:1 Auswärtssieg für die Gladbacher, weil ich sie zum jetzigen Zeitpunkt doch ein bisschen stärker einschätze. Bochum im Pokal ausgeschieden, Bundesliga verloren, da hätte man sich den Auftakt auch ein bisschen anders vorgestellt. Deswegen glaube ich, dass Gladbach da gewinnt. Eintracht Frankfurt gegen Hoffenheim, dann das nächste Spiel, erster Heimauftritt von meiner Eintracht zu Hause gegen Hoffenheim. In Dortmund sah das schon überraschenderweise gut aus. Erste halbe Stunde wirklich richtig gut gespielt. Vor allem Christensen und Arthur Theat, der neue Linksverteidiger oder der neue Verteidiger, der da Linksverteidiger gespielt hat in der Viererkette, haben das beide sehr, sehr gut gemacht. Also die Verteidigung stand wirklich richtig gut. Dann Shaibi mit der riesen Chance, das 1:0 zu machen. Im Gegenzug Beino Gittens dann mit der 1:0-Führung. So knapp liegt halt manchmal Führung und Rückstand nur auseinander. Die Eintracht, weiß ich nicht, was sie noch am Deadline-Day macht. Ebimbe soll noch verkauft werden, Buta soll verliehen werden, wir brauchen noch einen Sechser, wir brauchen, wenn Mamouche noch kurzfristig geht, da soll ja Nottingham Forest irgendwie dran sein. Also wie gesagt, das ist jetzt Stand jetzt, Aufnahme 29.08. Das Transferfenster ist noch ein bisschen offen, wenn das Video hier rauskommt, deswegen könnte sich da durchaus noch was tun.
und dann ist erstmal zu. Da bin ich immer froh drum, wenn das Transferfenster dann zu ist, dass dann auch die Mannschaften erstmal feststehen bis zum Winter. So, in Hoffenheim, gerade schon gesagt, zu Hause gegen Kiel auch ganz knapp 3-2 gewonnen. Ich glaube, Dreierpack von Kramaric. Ich hoffe einfach, die Eintracht, die hat, wie gesagt, einen guten Kader auf dem Papier, auf dem Platz sah das auch wirklich richtig gut aus. Wenn die sich da alle mal zusammenreißen, dann wird es auch was mit dem ersten Heimsieg gegen Hoffenheim. Ich mache ja auch mal ein knappes Ergebnis, 2:1. Wer die Tore dann macht, ob es Mamouche noch macht, ob es dann seinen Ersatz macht, ob es Ekitike macht, ist mir eigentlich relativ egal. Oder ob es dann Christensen am Ende ist nach einer Ecke oder Arthur Theat, von dem ich auch sehr, sehr viel halte, das ist dann egal. Aber ich hoffe und ich bin mal sehr, sehr zuversichtlich, dass im ersten Heimspiel volle Hütte, Fans im Rücken, dass die Eintracht zu Hause 2:1 gewinnt. Bremen gegen Dortmund, auch ein sehr, sehr interessantes Spiel. Nicht nur, weil Bremen jetzt eine neue Gästekurve hat. Hat natürlich wenig mit dem Spielerischen zu tun, aber vom Optischen her, die Gästefans sind jetzt quasi im Unterrang, nicht mehr im Oberrang. Da hatten sich auch ganz, ganz viele Fans drüber moniert und beschwert, dass auch der Bremer Auswärts-Fanblock so ja, schlecht ist und dass man da nicht so gut sehen kann und so weiter und so fort. Ich kann da nicht mitreden. Ich bin dieser typische Sofa-Fußballgucker, der wenig in Stadien unterwegs ist, außer die Eintracht spielt in Wolfsburg oder jetzt im DFB-Pokal in Braunschweig, dann bin ich da. Aber ich bin halt nicht so der für die Auswärtsfahrten. Deswegen kann ich immer nur von dem reden, was ich so gehört habe, was ich so mitlese. Ja, Dortmund gewonnen gegen die Eintracht, 2:0. Hätte auch gut und gern anders ausgehen können. Die haben auch viel Qualität auf dem Platz, was die dann noch alles reingebracht haben. Also wenn du Bino Gittens auf der Bank lassen kannst. Guirassy hat nicht gespielt. Bremen hat in Augsburg auch nicht schlecht gespielt. 2:2. Könnte ein sehr, sehr spannendes Spiel werden. Das könnte so ein typisches Spiel für Dortmund werden. Die haben ja am Anfang der Saisons dann auch nicht immer die volle Konzentration, dass sie dann gleich mal ein Spiel verlieren in Bremen. Aber ich glaube, ich habe noch gar keinen Unentschieden. Wo mache ich denn mal einen Unentschieden? Ja, vielleicht Heidenheim, Augsburg. Aber hier glaube ich, dass Dortmund das macht. Dass sie sich ja, oben festsetzen am zweiten Spieltag. Auch hier ein knappes Ergebnis, auch hier ein 2:1. Ich habe nur 2:1, ne? Aber wie gesagt, Differenz und so weiter. Habe ich immer so ein bisschen im Hinterkopf. Also 2:1 Sieg Dortmund in Bremen. Dann haben wir das Topspiel am Abend. Auch sehr interessant sportlich gesehen. Leverkusen gegen Leipzig. Leverkusen unter der Woche noch bei Carl Zeiss Jena in Action im BFB-Pokal 1:0 gewonnen. In Gladbach dann beim Auftakt 3:2 gewonnen, in letzter Sekunde durch Würz. Ja, da gab es viele VAR-Entscheidungen, da liegen ja alle Szenen vor. Gibt es ja auf Twitter und hast du nicht gesehen im Netz. Da könnt ihr euch ja eure eigene Meinung drüber bilden, ob die Entscheidungen gerechtfertigt waren oder nicht. Leipzig auf der anderen Seite haben halt auch nur 1:0 gegen Bochum gewonnen. Haben jetzt noch mit Arthur Vermehren noch einen weiteren Mittelfeldspieler dazu geholt. Also sportlich gesehen, auf dem Papier wird das, glaube ich, ein richtig geiles Spitzenspiel. Die Frage, ob es ein Unentschieden wird, ob Leverkusen diese Serie fortführt. Ich glaube es nicht, ehrlich gesagt, dass die diese Saison auch wieder mit 0 Niederlagen durchgehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Irgendwann gibt es mal so einen Tag, irgendwann gibt es eine Mannschaft, die halt an dem Tag mal ein bisschen mehr Spielglück hat. Müssen sie aber bitte nicht vor der 80. Minute treffen, weil Leverkusen ist ja bekannt für späte Tore. Das ist Wahnsinn, das ist so ein Mythos, der zieht sich jetzt wahrscheinlich auch noch diese Saison durch. Und ich glaube, dass sie auch zu Hause gegen Leipzig gewinnen. Ich sehe dir einfach einen Ticken vor Leipzig. Hier mache ich einfach mal ein 2:0, weil Leverkusen eigentlich stabil steht in der Verteidigung. Ja, die 2 Gegentore gegen Gladbach, die hätten auch so nie passieren dürfen, klar. Fehler oder die Tore passieren halt nur durch Fehler. Geht halt nur darum, wer macht weniger Fehler als der andere. Fehlerfrei ist niemand. Also 2:0, Leverkusen Sieg gegen Leipzig. Sonntag dann, habe ich ja gerade schon mal angekündigt, wird Heidenheim gegen Augsburg mal mein erstes Unentschieden an diesem Spieltag. Das wird es auch so nicht geben. Also irgendwo werden auch am Samstag 2, 3 Unentschieden vielleicht mit dabei sein. Vielleicht schon Union gegen St. Pauli. Aber lassen wir uns mal überraschen. Heidenheim ist ja noch in der Conference League, in den Playoffs in Aktion, in Action. Müssen sich dann noch für die Gruppenphase qualifizieren. Rückspiel gegen BK Hecken. Auch Stand heute, ne, 29.08. Und Augsburg hat gegen Bremen 2:2 gespielt, zu Hause zum Auftakt. Konnten sich also ein bisschen mehr ausruhen. Heidenheim muss jetzt nicht reisen und so weiter, aber es ist, glaube ich, für die auch eine neue Situation. Dieser 2-3-Tages-Rhythmus, wenn sie sich denn für die Gruppenphase oder für die Ligaphase, muss ich ja umdenken jetzt, gibt ja keine Gruppenphase mehr, qualifizieren. Und dann wird das sehr, sehr spannend. Und deswegen werde ich hier mal ein 1:1 machen, weil Heidenheim vom europäischen Fußball, von dem Spiel heute gegen Hecken, vielleicht nicht ganz 100% hat und Augsburg ja vielleicht auch noch nicht so bei 100% ist und weil Heidenheim halt auch eine gute Verteidigung hat. Und ich glaube einfach, dass das 1:1 ausgeht. Vielleicht wird es auch das torreichste Spiel des Spieltags. Und zum Abschluss dann um 17:30 Uhr haben wir die Bayern gegen den SC Freiburg. Beide mit einem Sieg gestartet. Bayern in Wolfsburg
Nach einer souveränen ersten Halbzeit eigentlich habe ich gedacht, okay, die schießen jetzt noch 2, 3 Dinger. Dann liegen sie auf einmal zurück durch 2 schnelle Tore von Lovro Mayer. Und dann kamen Harry Kane und Gnabry, glaube ich, ne? Genau, die haben dann noch die Tore gemacht. Freiburg hat überraschenderweise zu Hause gegen Stuttgart auch nach Rückstand gewonnen. Also was heißt auch nach Rückstand gewonnen. Mit 3:1 hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und von daher, aber sie sind natürlich Außenseiter in München. Klar, wie fast jede Mannschaft, vielleicht bis auf Leverkusen, die so auf Augenhöhe sind. Dortmund, Leipzig, weiß ich noch nicht. Aber Freiburg, die haben auch nichts zu verlieren. Die Bayern stehen so ein bisschen unter Druck. Sah eigentlich ganz gut aus, was Vincent Kompany da hat spielen lassen. Ich habe es mir angeguckt. Dieses Pressing aber defensiv, da müssen die Bayern echt nochmal gucken. Vielleicht kriegen sie ja dann auch nochmal einen heute am Deadline Day. Weil mit Kim und Upamecano, die wirken jetzt auch nicht ganz so sicher. Dann haben sie noch Eric Dyer. Der Licht haben sie jetzt abgegeben, Masraoui ist auch weg. Also da müssen die Bayern nochmal gucken, dass sie vielleicht mal zulegen. Ich glaube aber trotzdem, dass es für Freiburg reicht, dass sie ja auch knapp auch mal ein 2:1 da den Heimsieg fahren vor der Länderspielpause. Ja, nächste Woche ist schon Länderspielpause, da gibt es 2 Nations League Spiele, einmal gegen Ungarn und gegen die Niederlande, bin ich der Meinung. Bin sehr, sehr gespannt. Ohne Neuer, ohne Müller, ohne Kroos. Eine neue Ära wird eingeleitet, bin sehr, sehr gespannt. Genau, das sind also meine Tipps. Jetzt schauen wir mal kurz auf die Gesamtübersicht, wie ihr so getippt habt am ersten Spieltag und wie wenig aussagekräftig auch diese Tabelle ist. Viele haben ja die gleiche Punktzahl, also 2 mit 20 sind einmal Kirito und Lucien, die haben schon richtig gut getippt. Dann haben wir SGE, Sascha, Andrea, die haben alle hier 19 Punkte, 18 Punkte, 17 Punkte am ersten Spieltag, haben schon ganz schön gut Punkte gesammelt. Ich muss gerade mal gucken, wo ich bin. Ich bin momentan noch auf Platz 35. Ich muss sogar auf die zweite Seite hier blättern. Gucken wir mal hier, wo die anderen stehen. Odyssee, 13 Punkte und so weiter. Wir gehen einfach mal weiter hier. Gehen wir das Ganze mal im Schnelldurchlauf. Es gibt natürlich auch viele, die nicht so getippt haben. Die zum Beispiel den ersten Spieltag noch gar nicht getippt haben. Bislang sind aber noch alle mit dabei. Ja, okay, hier bis auf Lachflutsch und Jannis SGE und so weiter. Mal gucken, wann die einsteigen. Also, das war's mit den Tipps zum zweiten Spieltag. Nächste Woche ist Länderspielpause. Und danach geht's weiter mit Spieltag 3. Geht um 50 €, der am Ende der Saison ja auf der 1 steht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich, dass ihr aktiv mit dabei seid. Und jetzt wünsche ich euch viel Glück wie immer für eure Mannschaften mit euren Tipps am zweiten Spieltag. Bleibt gesund und habt ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.